Hallo Modellbahnfreunde, ich begrüße euch hier zu meinem neuesten Bauprojekt aus dem H0 Detailwerk. Ich habe einen Testkreis auf einer Holzplatte montiert, das Ganze beweglich an der Wand befestigt und zusätzlich eine Arbeitsplatte integriert. Da es einfach und zweckmäßig sein sollte, habe ich die Holzreste von meinem Anlagenbau verwendet. Es wird also hier keine Schreinerqualität gezeigt. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Zuschauen und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, hier auf meinem Kanal. Naja, nicht alles waren Reste. Die Grundplatte aus einfachem Kiefernsperrholz 9 mm und einige Holzleisten musste ich dazu kaufen. Schrauben, Scharniere und sonstiges Material waren reichlich in der Bastelkiste vorhanden. Sämtliche Sägeschnitte habe ich mit der Handsäge gemacht. Wie gezeigt, geht es mit elektrischem Werkzeug schneller, aber auch die Staubentwicklung war intensiver. Anschließend wurden alle Schnittkanten mit einer Feile geglättet. Zunächst habe ich den Rand der Grundplatte mit den 24 x 44 mm Holzlatten verstärkt. Die Schraubzwingen befinden sich erst seit kurzem in meinem Werkzeugvorrat. Ich möchte sie bei solchen Montagearbeiten nicht mehr missen. Mein Vorrat an Spackschrauben scheint unermesslich, darum sind sie auch bei diesen Holzarbeiten die Allzweckwaffe für Festigkeit und Stabilität. Die 19 x 74 mm Holzlatten geben der Grundplatte die nötige Verwindungssteife. Die hohe Kante sorgt später dafür, dass die Fahrzeuge nicht versehentlich vom Testoval auf den Boden fallen. Die offenen, störenden Astlöcher der Sperrholzplatte habe ich mit einem Gemisch aus Sägemehl, Holzleim und Wasser gespachtelt. Die Wandhalterung wird mit dieser einfachen Leistenkonstruktion realisiert. Die Löcher zur Wandbefestigung sind vorgebohrt und die Scharniere mit M5 Schrauben und Muttern befestigt. Kommen wir nun zur Arbeitsplatte. Während der Bauphase kam mir die Idee, die Grundplatte mit einer Arbeitsplatte für leichtere Basteltätigkeiten aufzustocken. Die gewählte Arbeitshöhe, es sind 112 cm geworden, erlaubt es mir, bequem und rückenfreundlich im Stehen zu arbeiten. Hier habe ich jetzt Restsperrholzplatten vom Anlagenbau verwendet. Die Vorder- und die beiden Seitenteile bestehen aus je zwei aufeinander geleimten Platten. Der Überstand hält die Arbeitsplatte quasi wie einen Deckel auf der Grundplatte fest. Die hintere Kante ist eine einfache Holzlatte, die ich später noch mit einer Abstützung, wie hier im eingeblendeten Bild zu sehen, verstärkt habe. Überstehende Enden müssen noch abgesägt bzw. abgefeilt und Löcher verfüllt werden. Hier wird die Wandhalterung mit starken Schrauben befestigt. Die Metallplatten gleichen Unregelmäßigkeiten des Mauerwerkes aus. Dünne Holzplatten wären auch denkbar.
Die zusätzlichen Verstärkungen bieten ausreichend Platz für die Schrauben. Das Holz reißt an dieser Stelle nicht. Die Holzkästen hatten zufällig die richtige Höhe, um die Platte bei der Montage waagerecht abzustützen. Hier gezeigt der einfache Bügel zum Halten der Platte in aufgeklappter Position. Die Platte stützt sich auf dem darunter stehenden Arbeitstisch ab, daher sind auch nur kurze Beine notwendig. Diese Abstützung bzw. die Beine sind mit Scharnieren versehen, sodass aufgeklappt alles platzsparend an der Wand hängt. Der Riegel verhindert, dass die Beine wegkippen und die Platte versehentlich auf den Arbeitstisch knallt. Später habe ich, wie anfangs schon gezeigt, die Beine an der Verstärkungslatte befestigt. Für den Gleisbau habe ich Reste von Flexgleisen verwendet, die zuvor von noch klebendem Schotter befreit wurden. Der Einfachheit halber habe ich sie mit Gleisnägeln befestigt. Da sie nicht geklebt bzw. eingeschottert sind, sind die Fahrgeräusche sehr gering. Das Ablenken der Schienenprofile gelingt sehr einfach mit einer Trennscheibe. Die Anschlusskabel habe ich an 2 Schienenverbindern angelötet.